Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Böker YouTube-Kanal. Heute wieder mit unserem Thema Waffenrecht, mit unserem Experten Michael Winkler, Rechtsanwalt, mit dem Schwerpunkt Strafrecht und Waffenrecht. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Vielen Dank für die Einladung. Wir starten mal wieder direkt mit einem Pocket-Check. Ich bin ganz gespannt. Was haben Sie heute dabei? Ja, ich muss sagen, ich habe heute das Sigo 42 dabei. Sehr Das ist ein schön. ganz tolles Messer, sehr Ja. leicht, eignet sich in der Kanzlei auch super zum Pakete und Briefe aufmachen. Ja, absolut. Und das Besondere, auch wenn man es auf den ersten Eindruck vielleicht gar nicht erwarten mag, 42a-konform. Genau. Also waren Sie nicht ganz unbeteiligt an dem Ergebnis dessen. Ich habe auch was 42a-konformes dabei, obwohl es sich, wie ihr gerade gesehen habt, mit einer Hand öffnen lässt. Und zwar ist es das Böker Plus Wasabi mit einem Frontflipper. Kann man wirklich ganz galant aufschieben. Mit einer Beschalung aus Cocobolo. Und das Besondere ist, ohne Klingenarretierung. Wir nennen das Ganze ja mit einer Kugelhalterung der Klinge. Wir sind eigentlich auch schon wieder voll ins Thema eingestiegen, denn das Thema des heutigen Videos sind Feststellungsbescheide. Der ein oder andere wird sicherlich über dieses Thema schon mal gestolpert sein, aber wir wollen heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was ist das überhaupt? Was ist der Geltungsbereich? Wann braucht man einen? Wofür braucht man einen? Vielleicht auch, was kostet das Ganze? Am Ende des Tages sieht das so aus, wir haben eine Produktidee. Und es gibt waffenrechtliche Zweifel, wie diese Produktidee einzugruppieren ist. Und maßgeblich für den Verkaufserfolg kann diese waffenrechtliche Eingruppierung sein. Und in diesem Fall entscheiden wir uns dann proaktiv zur Erstellung eines Feststellungsbescheids und erstellt wird dieser vom BKA. Aber bevor ich noch viele Worte verliere, gebe ich gern ab an den Experten. Was hat es mit einem Feststellungsbescheid auf sich? Wie ist der Geltungsbereich? Warum macht man das? Was ist ein Feststellungsbescheid? Ein Feststellungsbescheid ist in erster Linie ein Verwaltungsakt. Natürlich kennen viele Leute Verwaltungsakte, die einen persönlich betreffen. Das sei es jetzt mal der Bescheid über die Müllgebühren, eine Baugenehmigung oder ein Strafzettel. Das sind alles Handlungen der Verwaltung, die nach außen getragen werden und eine bestimmte Rechtsfolge mit sich bringen. Jetzt ist es so, der Verwaltungsakt in Form des Feststellungsbescheids betrifft aber alle Leute oder beziehungsweise das Produkt an sich und jeden, der damit Umgang hat. Das nennt sich im Juristischen dann als Allgemeinverfügung. Am besten kann man es vergleichen eigentlich mit jeglichen Verkehrszeichen im Straßenverkehr. Das ist Okay. auch eine Allgemeinverfügung, ein Aufstellen von einem Verkehrszeichen, also einem Stoppschild oder Vorfahrt achten. Das ist auch ein Verwaltungsakt. Das Schild ist gewidmet dann für den Straßenverkehr und es betrifft quasi jeden, der auf dieser Straße fährt. Und so ist quasi die Rechtsnatur eines Feststellungsbescheides, der wird vom Bundeskriminalamt erlassen. Die Rechtsgrundlage ist dazu im Paragraph 2 des Waffengesetzes im Absatz 5. Und eben dieses Feststellungsverfahren vom BKA führt eben im Ergebnis zu diesem entweder einem positiven oder einem negativen Feststellungsbescheid, je nachdem, wie man sieht. Und da wird eben dann geklärt, wie sind die waffenrechtlichen Eigenschaften des vorgelegten Gegenstands. Okay. Ja, vielen Dank. Da schon mal für die allgemeine Erläuterung. Jetzt die Frage auch von vielen Leuten bei uns aus der Community. Ja, aber warum macht ihr da nicht bei jedem Produkt einen Feststellungsbescheid? Das wäre doch viel einfacher. Dann könnten wir unseren Kunden ja die maximale Rechtssicherheit bieten, indem man bei jedem Produkt einfach den Feststellungsbescheid aus der Tasche zieht und sagt, schaut mal hier, das BKA hat seine Einschätzung abgegeben. Warum machen wir das nicht? Ja, da wird sich das BKA bedanken, wenn Sie für jedes Messer so einen Feststellungsbescheid erstellen müssten. Nein, eine Zulässigkeitsvoraussetzung für einen BKA-Feststellungsbescheid ist einfach der, dass ich ein berechtigtes Interesse vorweisen muss. Gut, das habe ich als potenzieller Käufer, Importeur, Händler oder ähnliches habe ich das oder als Eigentümer auch. Aber ich brauche waffenrechtliche Zweifel. Wenn ich keine waffenrechtlichen Zweifel sehe, kriegt man eine Nachricht vom BKA, sagt, es werden keine waffenrechtlichen Zweifel gesehen. Das kann einmal positiv schon mal sein, wenn man dann sagt, okay, dann müssen wir es einfach in irgendeine Gruppe eingruppieren. Manchmal schreibt das BKA auch was dazu bei so einem Ablehnungsbescheid eben, dass sie eben den Antrag nicht annehmen, dass sie sagen, okay, das ist vergleichbar mit dem und dem, dass es dann eben sagt, es bestehen keine Zweifel und das sind eben diese Mindestvoraussetzungen, damit ich überhaupt einen Feststellungsbescheid bekomme. Ja, ganz genau. Dazu auch wieder mal aus unserer Herstellerperspektive ist es so, dass ein Feststellungsbescheid auch eine Menge Geld kostet.
Das ist jetzt für uns, ich sag mal, weniger relevant, was die Kosten tatsächlich des BKA betrifft. Also auch um da einfach mal eine Hausnummer zu nennen, da sind wir in der Regel bei einem Feststellungsbescheid bei unter 1.000 €, also für den Betrag, den wir dann tatsächlich an das BKA überweisen. Aber die Erstellung eines Bescheids durch einen Anwalt, in dem Fall durch Sie, ist ja auch mit Kosten verbunden. Und das ist teilweise bezogen auf das einzelne Produkt, wäre es auch gar nicht wirtschaftlich. Abgesehen davon, wie gerade von Ihnen richtig geschildert, das BKA antwortet dann doch recht schnell und salopp zu sagen, hier liegen keine Waffen rechtlich in Zweifel vor. Deswegen lehnen wir die Erstellung eines Feststellungsbescheids ab. Und damit ist dann auch keinem geholfen, sondern wir möchten ja gerne ein Dokument, aus dem das hervorgeht. Gerne möchte ich jetzt mal gemeinsam mit Ihnen auf ein paar Feststellungsbescheide der jüngeren Vergangenheit schauen, die zum Teil erfolgreich, zum Teil aber auch nicht erfolgreich waren, was die Bewertung vom BKA betraf. Viel Aufmerksamkeit hat es gegeben bei dem Rescue OTF und das war ein Punkt, den habe ich gerade noch unterschlagen, warum wir nicht bei jedem Produkt einen machen. Ein wichtiger Punkt ist auch Zeit. Die Bearbeitung des Feststellungsbescheides hier hat fast ein Jahr in Summe gedauert und viele haben es mitbekommen, die Überschneidungen, die es dann gab mit den Jungs von Tools for Gents, obwohl wir nachweislich den Feststellungsbescheid nicht nur früher beim BKA eingereicht haben, sondern auch unser Anwalt, wir haben damals noch nicht mit Ihnen zusammengearbeitet, bestätigt hat, dass wir mit dem Antrag Monate vorher auf ihn zugegangen sind. Trotzdem gab es nachher durch diese lange Bearbeitungszeit jede Menge Aufmerksamkeit in der Szene, hat dem Produkt vielleicht nicht geschadet, aber hierbei handelt es sich um OTF. Ein OTF, grundsätzlich kann man sagen, verbotener Gegenstand. Aber warum hat sich das BKA dazu entschieden, dass das Produkt legal besessen, aber das Besondere auch legal geführt werden darf? Können Sie dazu was sagen? Also beim Böker Rescue OTF ist es die Maßgabe bzw. das Besondere eigentlich, dass es kein Messer im klassischen Sinne ist. Es wurde qualifiziert durchs BKA im Feststellungsbescheid als Rettungswerkzeug. Insbesondere, es gab schon frühere Feststellungsbescheide zu Rettungsklingen, beziehungsweise es waren dann eben Klappmesser, wo eben damals das BKA am Anfang der 2000er Jahre schon klar gemacht hat, dass es sich dann eben um ein Rettungswerkzeug handelt, wenn eben die Klinge vorne die Spitze abgestumpft ist, wenn so eine hakenförmige Gurtschneide Schneide dran ist und wenn nur ein bestimmter Anteil der Klinge geschärft ist. Diese ganzen Attribute liegen auch beim OTF, beim Rescue OTF vor. Und eben das Besondere ist eben, dass ich es ist kein Messer, es ist ein Rettungswerkzeug, dass ich dieses Werkzeug eben unabhängig vom 42a frei führen kann. Ganz genau. Da gab es, wie Sie es geschildert haben, ja schon mal einen Feststellungsbescheid, der ein Fallmesser mit eigentlich exakt gleicher Klingengeometrie, Klingenform ja schon mal als nicht verbotenen Gegenstand geprüft hatte und an den haben wir uns drangehangen und gesagt, wenn das in einem Fallmesser geht, dann muss das auch in einem OTF gehen und das BKA hat es erfreulicherweise genauso gesehen und weil es kein Messer ist, ist es sogar Paragraph 42a konform, denn der Paragraph 42 schränkt den Umgang oder das Führen von Messern ein und wenn das BKA sagt, das ist gar kein Messer, sondern ein Rettungswerkzeug, dann ist es in dem Falle auch nicht vom Paragraph 42 betroffen. In die gleiche Kerbe schlug dann eine weitere Entwicklung, die wir dann schon gemeinsam mit Ihnen gemacht haben. Das ist das Utility OTF. Utility deswegen, weil es einfach super vielseitig ist. Es hat in dem Falle eigentlich den gleichen Mechanismus, aber Besonderheit hier eine Klingenaufnahme, die uns ermöglicht, Wechselklingen einzusetzen. Eine Hakenklinge ist hier wieder sehr nah dran an dem Feststellungsbescheid, also an der Idee eines Rettungswerkzeugs vom Rescue OTF. Es ist natürlich deutlich vielseitiger, weil zum Beispiel auch für unsere österreichischen Freunde hier auch eine normale Trapezklinge eingesetzt werden kann, im gleichen Produkt. Damit würde es aber den Geltungsbereich des Feststellungsbescheides verlassen und damit zum verbotenen Gegenstand werden. Ist das richtig? Genau, genau. Also wie gesagt, bei den Feststellungsbescheiden muss man immer aufpassen. Die gelten wirklich formal juristisch gesehen nur für den vorgelegten Gegenstand. Es wird auch immer reingestellt, sobald hier Abweichungen sind, die jetzt mal nicht Farbe betreffen oder irgend sowas, gilt ja eigentlich nicht. Klar kann man sagen, dass man bestimmte Messer dann vergleichbar sind, aber
das ist dann natürlich in einem Verfahren, muss man das dann separat klären, sei es jetzt vor Gericht oder im Verwaltungsverfahren, dass man sagt, okay, ich habe hier den gleichen Mechanismus, ich habe hier eine Vergleichbarkeit, hier hat das BKA das schon entschieden, aber ich kann nicht pauschal geben, weil das eben für Messer A den Feststellungsbescheid gibt, das gilt ja auch für Messer B. Sobald hier technische Unterschiedlichkeiten vorliegen, funktioniert das nicht mehr. Genau. Kommen wir zum nächsten Projekt, auch ein ganz spannendes, welches wir gemeinsam begleitet haben. Und zwar ist das SIGO 42, Ihr EDC von heute. Ja, wie war hier die Vorgehensweise? Es sah so aus, ja, das Produkt gefiel uns. Für das Produkt haben wir uns entschieden, unser Programm aufzunehmen. Ich glaube, wir hatten das Produkt noch nicht auf Lager, haben es aber schon beworben. Und dann sind diese waffenrechtlichen Zweifel doch sehr offensiv an uns herangetragen worden. Also das heißt, hinsichtlich der Kunden und Konsumenten gab es Unsicherheit. Wie ist die waffenrechtliche Einstufung? Uns war das Ganze zu heikel. Deswegen haben wir, ich weiß, das war, ich glaube, vor 2 Jahren auch auf der IWA in Nürnberg. Dort gibt es eigentlich immer mal so einen kurzen Austausch, ein kurzes Sehen, auch mit den Kollegen vom BKA. Ja, habe ich in einem persönlichen Gespräch einfach mal gefragt, wie seht ihr das? Seht ihr waffenrechtliche Zweifel an dieser Stelle begründet? Unsere Sorge war eher, handelt es sich hier um einen verbotenen Gegenstand? Kann das Ganze gegebenenfalls abgestützt werden, dass es als ein Faustmesser interpretiert werden kann? Wie ist das mit dem Ring hinten? Ist ein Ring, erfüllt das eine Schlagring-Eigenschaft? Wird es damit zu einem verbotenen Gegenstand? Das BKA hat erstmal im persönlichen Gespräch, ich sage mal, waffenrechtliche Zweifel bestätigt und grünes Licht gegeben, dass hier ein Feststellungsbescheid sicherlich Sinn machen würde. Und wir haben dann gemeinsam mit Ihnen daran gearbeitet, ja, wie verfassen wir diesen Antrag, als auch, welche Kriterien lassen wir prüfen. Und so sind wir eigentlich im Dialog zum Entschluss gekommen, auch eine Paragraph 42a Konformität könnte gewährleistet sein. Wir haben hier wirklich eine kurze Klinge, die definitiv unter den 12 Zentimetern liegt. Und jetzt kommt, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, denn dieses Produkt war initial, ich sag mal, vielleicht etwas taktischer angelegt. Sagen Sie gerne mal was zur Zweckbestimmung und wie wichtig das bei einer waffenrechtlichen Eingruppierung ist. Ja, also das ist das Erste, was man hingeht. Wie bewirbt ein Hersteller oder Händler, wie wird das vorliegende Produkt beworben? Was ist die Zweckbestimmung dazu? Klar sieht man, wenn ich ein Bajonett habe oder ein Kampfmesser, wenn ich das dann auch dementsprechend nenne, dass wir hier sofort in der Waffeneigenschaft sind, dass wir hier bei den Hieb- und Stichwaffen sind. Aber auch bei Alltagsmessern muss man darauf achten, wo sind wir, wie wird das Produkt beworben und im zweiten Schritt dann, wenn ich sage, okay, ich habe hier zwar eine Produktzweckbestimmung, aber weist dieses Messer Attribute auf, die eventuell auf was anderes schließen kann. Da gibt es dann hat man sich mittlerweile aus der Feststellungsbescheiden oder aus der Verwaltungspraxis des BKAs haben sich verschiedene Kriterien entwickelt und auch aus der Rechtsprechung, an was ich festmache, ob ein Messer ein Gebrauchsmesser ist oder ob das Messer doch eher eine Waffeneigenschaft aufweist. Ja. Das sind dann solche Sachen wie zum Beispiel die Zweischneidigkeit, eine dolchartige Klinge, eine geschwärzte Klinge zum Beispiel auch, dass ich sage, okay, das hat einen taktischen Vorteil in der Nacht, dass ich hier kein Aufblitzen einer silbernen Klinge habe. Eine Parierstange, besonders ergonomisch geformte Griffe, die ein Abrutschen quasi beim Zustechen verhindern, eine Blutrinne in der Klinge drin, eine bestimmte Zahnung der Klinge. Also das sind solche Attribute, die dann natürlich auch wieder einzelfallentscheidend sind, ob ein Messer ein Gebrauchsmesser ist, wo ich sage, okay, auch wenn ich das jetzt als Campingmesser bewerbe, das Ding schaut einfach aus wie ein Kampfmesser, das hat eine bestimmte Klingenform, zweischneidig hier, das und Parierstange plus ergonomischer Griff. Da muss man dann aufpassen und sagen, okay, auch wenn ich das als Camping, sicherlich kann ich es zum Campen benutzen, aber in erster Linie weist das alles Attribute von der Hieb- und Stichwaffe auf, dass man dann sagen muss, okay, wir sind hier in einem Bereich, wo das dann so nicht mehr beschieden wird und dann laufe ich auch Gefahr, dass das BKA das dann dementsprechend als Waffe einstuft. Genau. Anders war jetzt der vorliegende Fall hier beim SIGO 42. Wir haben weder ein Parierelement, noch haben wir jetzt einen Griff. Klar, wir haben hinten eine gewisse Griffsicherheit durch den Ring, aber ansonsten keine Handlage, die dieses Messer jetzt, ich sag mal, zu einem Kampfmesser werden lassen würde. Und so haben wir darauf geachtet, dass wir sowohl in unserem Produkttext als auch beim Bewerben dieses Produktes
eher die wirklich sehr führigen Eigenschaften als EDC betont haben. Also auch die Alltagseigenschaften. Sie haben es eben erwähnt, zum Öffnen zum Beispiel von Briefen in der Kanzlei, zum Öffnen von Paketen, aber auch zum Schälen eines Apfels. Das war eine Formulierung, die wir auch im Feststellungsbescheid bedient haben. Und so ist erfreulicherweise nicht nur die Frage, handelt es sich hierbei um einen verbotenen Gegenstand vom BKA im Rahmen des Feststellungsbescheides verneint worden, sondern es ist auch die Paragraph 42a Konformität bestätigt worden. Und das war für uns ein toller Erfolg und hat sicherlich auch dann zu dieser sehr positiven Marktresonanz geführt, die auch Stand jetzt so aussieht, dass der Artikel dauerhaft vergriffen ist, obwohl wir echt schauen, dass wir mengenmäßig danach kommen, weil das Produkt in der Ausprägung so wirklich extrem leicht, so schön führig und trotzdem mit dieser kernigen Optik einfach sehr viele Messerfans anspricht. Ja, also war ein toller gemeinsamer Erfolg von diesem Projekt. Dann sind wir schon mal darauf eingegangen auf Flip Joints, so haben wir die dann nachher hier intern genannt, und zwar Messer mit einer Kugelhalterung der Klinge. Wir haben uns hier eigentlich für einen etwas untypischen Weg entschieden, ganz bewusst, denn, wie Sie eingangs richtig geschildert haben, ist es ja so, dass der Feststellungsbescheid eigentlich nur eine Gültigkeit hat für das vorliegende Modell. Und unsere Idee ging aber ein bisschen weiter, zu sagen, wir möchten gerne die Unsicherheit eliminieren, dass es sich bei einem Messer, welches sich mit einer Hand öffnen lässt, aber wirklich ohne eine wirkliche Klingenarretierung, sondern wirklich hier nur von dieser Halterung über einen Detain Ball, dass es sich hierbei um ein Einhandmesser handelt. Wir sind hingegangen und haben dieses Modell, welches Basis für den Feststellungsbescheid als Basis diente, in dem Falle halt dann nicht namentlich erwähnt, sondern haben den Feststellungsbescheid wirklich so genannt, Messer mit Kugelhalterung der Klinge, sodass es zumindest eine gewisse Allgemeingültigkeit suggeriert und in diesem Bereich ja dann auch doch zahlreiche Modelle nachgelegt. Ja, wie schätzen Sie diesen Sachverhalt ein? Also das ist sicherlich nicht vielleicht im Sinne der ursprünglichen Idee von Feststellungsbescheiden, aber wenn ich mal an das nächste Projekt denke, das Micro-OTF, welches ja auch auf einen sehr allgemeinen Feststellungsbescheid sich bezog, es scheint dort ja trotzdem Fälle zu geben, wo wir uns doch so ein Stück weit in diese Allgemeingültigkeit bewegen, oder? Wie kann man das schildern oder was kann man dazu sagen? Ja, das auf jeden Fall. Also sicherlich wurde hier ein konkreter, ich nenne es jetzt mal Verschlussmechanismus vorgelegt, der jetzt unabhängig quasi vom Messer, das muss man jetzt sagen, okay, ich kann jetzt natürlich auch ein Taschenmesser als Kampfmesser gestalten und mit einem Detemp-Ball versehen. Ist dann die Frage, ob das Sinn macht oder nicht, aber dass man sagt, okay, wir nehmen Messer einfach auf, haben einen bestimmten Verschlussmechanik und haben hier die Gewährleistung einfach zu sagen, okay, das Ding fällt nicht unter 42a, weil ich hier einfach kein mechanisches Sperrelement habe, wo ich sage, da scheidet einfach diese Feststellbarkeit aus, die ich ja haben muss bei Einhandmessern. Ich muss ja diese kumulativen zwei Attribute haben, einmal einhändig öffnbar und einmal die Feststellbarkeit. Und die Feststellbarkeit bedeutet einfach, dass hier irgendwas mechanisches Sperrelement wirken muss und dass man das einfach mal geklärt hat, dass bei manchen eben Verschlusssystemen, sei es jetzt bei einem Slipjoint, sei es bei einem Detent Ball oder bei einer Magnethalterung, dass man die dann einfach nicht hat. Muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht macht das BKA das deshalb auch mit, um einfach dann für die Zukunft Anträge zu vermeiden. Ist einfach so, damit nicht jedes Messer Ja, das stimmt. eingereicht wird, wo man sagt, Ja. okay, müssen wir jetzt hier was machen, auch in Bezug auf das Micro-OTF, dass man sagt, okay, wir haben hier Klingenlängen von unter 40 Millimeter, dass man da dann sagt, okay, hier schaut es mit der Waffeneigenschaft problematisch aus. Sicherlich wird es nicht bei allen Klingen so gehandhabt, dementsprechend, dass man dann eben sagt, wie in diesem Bescheid, eben bei diesen Schlüsselanhängermesser oder so kleinen Messern, dass dann eben die Waffeneigenschaft verneint wird. Ja, genau. Machen wir es konkret. Das ist das Micro-OTF, aber der Tipp kam dazu, wie auch beim Rescue-OTF vom Tactical Dad. Also an dieser Stelle wirklich vielen Dank für die Mitarbeit, für die Tipps, die uns hier ja wirklich zu Bereicherung bei uns im Portfolio geführt haben. Bei dem Micro-OTF war es so, dass es einen bestehenden Feststellungsbescheid gab, der ja sich auf irgendwie Minimesser, Schlüsselbundmesser bezog. Und charakterisiert waren diese als Messer mit einer Klingenlänge unter 41 mm,
die gleichzeitig aber auch eine Klingenbreite von, ich glaube, Sie wissen es besser als ich glaube auf jeden Fall weniger als 1 Zentimeter, ich glaube 9 Millimeter oder irgendwas nicht übersteigen dürfte. Damit waren eigentlich gemeint wirklich zum Beispiel Mini-Butterflies, die auch in ihrer Funktion ja gar nicht als solche einzusetzen sind und hier als verbotener Gegenstand gelten. Und dieser Feststellungsbescheid, der ist schon zig Jahre alt. Und auf diesen haben wir uns gestützt, auf dieser Idee, dass Micro-OTF entwickelt, welches eine Abwandlung, nochmal eine bewusst auf diese Gegebenheit skalierte Variante von unserem USB-OTF-Messer ist, welches wir in den USA schon seit vielen Jahren vertreiben. Und das Spannende hier war nämlich genau das, was wir eingangs erwähnt haben. Das BKA hat gesagt, hier liegen keine waffenrechtlichen Zweifel vor. Das heißt, sie haben erstmal die Erstellung eines Feststellungsbescheides abgelehnt, uns aber in diesem Zuge schriftlich bestätigt, dass das Micro-OTF von dem bestehenden Feststellungsbescheid erfasst ist. Also das heißt, dass dieses Produkt auch unter den bestehenden Feststellungsbescheid fällt und dementsprechend auch legal besessen werden darf in Deutschland. Das heißt, die Verbotseigenschaft entfällt, aber nicht legal geführt werden darf, weil es halt sich um Einhandmesser handelt. Die Verbotseigenschaft, kennen Sie da noch die Begründung? Warum ist die Verbotseigenschaft entfallen? Weil ich immer gesagt habe, aufgrund der kurzen Klinge, die ist nicht, also entfällt deshalb die Waffeneigenschaft, weil man gesagt hat, dass die eben nicht die Verteidigungsfähigkeit von anderen Menschen herabsetzt. Also das Micro-USB-OTF stellt eigentlich, obwohl es ein kleines Springmesser ist es kein Springmesser nach dem deutschen Waffengesetz. Weil, wie gesagt, in der Definition, die Springmesser sind ja namentlich genannt und fallen quasi unter den Paragraph 1 Waffengesetz, den Absatz 2b, und sind genannt, aber das müssen Dinge eben sein oder Gegenstände sein, die eben die Verteidigungsfähigkeit von anderen Menschen herabsetzt. Und da hat man eben gesagt, das scheitert an dieser kurzen Klinge aus und deshalb ist es quasi in dieser gesamten Verweisungskette, wenn man die zurückgibt, scheitert es am Schluss, dass eben der Waffenbegriff auf das Mikro-OTF anwendbar ist und deshalb fliegt es raus. Wo es nicht rausfliegt, ist aus dem 42a, weil der 42a eben systemwidrig eigentlich sämtliche Messer regelt in Deutschland, nicht nur Waffen. Eigentlich regelt das Waffengesetz nur Waffen. Der 42a ist ein Systemsprenger eigentlich, weil der alle Messer, auch das Küchenmesser, das Brotmesser, weil der alle Messer regelt. Deshalb fällt es unter den 42a und dadurch, dass es einhändig bedienbar ist und einhändig feststellbar ist, fällt es unter das Füllverbot. Ja, und das ist auch, danke nochmal für den Hinweis, ein Grund, warum wir da am Anfang durchaus sehr schwammig unterwegs waren, als wir nämlich die ersten Micro-OTFs auf der Knife hier in Solingen verkauft haben. Da sind wir noch davon ausgegangen, der Paragraph 42a, der kann gar nicht greifen, weil dieses Produkt ja gar nicht, also es ist keine Waffe und dementsprechend fällt es auch nicht unter das Waffengesetz, aber Sie haben es gerade richtig geschildert. Wir mussten da leider zurückrudern, wenn auch Produkte wie ein Küchenmesser, wie andere Produkte, die gar nicht eigentlich in den Geltungsbereich des Waffengesetzes fallen, werden trotzdem vom Paragraph 42 erfasst und dementsprechend haben wir hier leider die Fürbeschränkung, die wir eingangs noch gehofft hatten, umgehen zu können. Genau. Jetzt auch ein spannender Fall, das waren jetzt alles eigentlich positive Fälle, wo wir Produktideen hatten, die wir mit anwaltlicher Unterstützung durch die Formulierung des Feststellungsbescheids, durch die Vorlage beim BKA, wo es uns gelungen ist, hier positive Ergebnisse zu erzielen und damit Produktgattungen auch für uns vertrieblich zu öffnen, die einfach für viele Messerfreunde interessant waren. Hier haben wir einen vorliegenden Fall, bei dem wir uns sehr sicher waren, dass er ebenfalls positiv bewertet wird, mussten aber nachher leider feststellen, dass das BKA das anders sah. Auch hier kam mal wieder der Tipp vom Tactical Dad, der gesagt hat, ja, jetzt nach dem Micro-OTF, ihr müsst diesen OTF-Pen gar nicht nur im Ausland anbieten, sondern ihr könnt ihn jetzt auch frei in Deutschland verkaufen. Denn die Klinge, wie ihr sehen könnt, ist nicht nur ohnehin unter den 4,1 cm lang, sondern es ist auch eine sehr schlanke Klinge, die auch diese Eigenschaft mit einer Klingenbreite von, ich glaube, 0,9 cm erfüllt. Wir waren da zwar durchaus erfreut und optimistisch, haben aber auch gesagt, wir wollen wieder den sicheren Weg gehen. Wir wollen die Rechtssicherheit unseren Kunden bieten und haben dementsprechend einen Feststellungsbescheid erstellt,
der sich leider ewig lang zog. Also wir haben wirklich ewig lang auf ein Ergebnis gewartet und dann ja, traf das Ergebnis ein mit einer negativen Einstufung. Es hieß, ja, die Klinge hat die Eigenschaften, die eigentlich vor dem Feststellungsbescheid umfasst sind, aber hier wurde Bezug genommen auf den Griff. Ich weiß nicht, wie tief Sie da am Thema sind. Können Sie was dazu sagen? Ja, also ich weiß es auch bloß, ich habe den noch nicht ganz gelesen gehabt, beziehungsweise ich habe den nicht ganz, aber man hat darauf abgestellt, dass eben hier im Gegensatz zum kleinen OTF eben ein vollständiger Griff da ist und dass daher aufgrund dessen auch die kleine Klinge dazu geeignet ist, die Abwehrfähigkeit von Menschen herabzusetzen und dass wir deshalb dann eben doch in die Waffeneigenschaft kommen. Und darum hat man das als vollwertiges OTF gesehen, wo eben nicht diese Klingenprivilegierung gilt. Ja, genau. Also das zeigt euch mal, wo wir uns da befinden, wo vielleicht auch die Grenzen schon mal sind. Also das heißt, wir haben zwar einen Feststellungsbescheid, der die Klingencharakteristika genau umschrieben hat, aber klar, man sieht hier auch, wir befinden uns natürlich jetzt nicht mehr, oder wir haben hier kein Schlüsselbund, Schlüsselanhängermesser mehr in der Hand. Das sieht man schon sehr deutlich und es ist natürlich ein Produkt, was ich unheimlich cool finde, was auch sicherlich im deutschen Markt sich wirklich extrem großer Beliebtheit erfreut hätte. Wirklich ein richtig schöner Tactical Pen, der dann auch nochmal über einen kleinen Brieföffner verfügt. Aber das Ergebnis müssen wir in dem Fall auch akzeptieren. Das BKA hat sich hier auch im Nachgang dieser Länderabfrage anders entschieden und das Ergebnis kommuniziert und dementsprechend müssen wir das akzeptieren. Aber wir sind, wie ihr sehen könnt, in dem Bereich natürlich extrem umtriebig. Wir haben auch jetzt gerade wieder einen Feststellungsbescheid, den wir gemeinsam auf die Reise gebracht haben. Wir wollen da jetzt mal noch nicht zu viel spoilern, denn das Ergebnis steht noch aus. Es war aber so, dass in einer ersten Reaktion seitens des BKA, ich sag mal, die waffenrechtlichen Zweifel durchaus, ja, wie soll man sagen, wie hat sich das BKA geäußert? Haben Sie angezweifelt, ob es überhaupt Zweifel bei der waffenrechtlichen Einstufung gab? Ich glaube, so kann man es sagen, oder? Ja. Also das BKA war sich nicht ganz klar, ob hier wirklich Zweifel vorliegen, wollten das eventuell, dass wir da etwas nachsteuern. Da haben wir jetzt noch nachgesteuert, um da Klarheit nochmal zu schaffen und sind da auch nochmal tief in die Gesetzesbegründungen hineingegangen und in die Gesetzes. Genau. Wir spannen euch noch ein bisschen auf die Folter. Wir wollen nämlich auch hier, bevor wir kein offizielles Ergebnis der Einstufung durch das BKA haben, wollen wir nicht mit diesem Produkt jetzt schon vorpreschen, sondern da gehen wir wirklich den sauberen Weg. Wir warten jetzt mal die Einstufung ab und hoffen, dass die in den nächsten Wochen und Monaten bei uns eintrifft. Und dann könnt ihr euch sicher sein, werden wir auch hier auf dem Kanal diese Produktneuheit vorstellen, die natürlich wieder mal was für den deutschen Markt ist. Deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. So seid ihr sicher, dass ihr ganz vorne mit dabei seid. An der Stelle wirklich nochmal herzlichen Dank für die Unterstützung, für die fachkundigen Infos. Rund um das Thema Waffenrecht war mal wieder wirklich eine Freude, hat richtig Spaß gemacht. Und wenn es euch auch so gut gefallen hat wie mir, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, welcher Feststellungsbescheid hier war für euch der vielleicht besonderste, was ist wirklich das größte Highlight gewesen aus den Produkten, die wir euch hier gezeigt haben, die wir auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der kommenden Woche wiedersehen. Macht's gut. Ciao.